Es ist nicht das ganze Jahr Erntezeit. Auch hier macht die Natur es uns wieder vor. Wir säen die Saat aus, legen den Grundstein für das, was wir später ernten wollen. Und dann arbeiten wir das ganze Jahr daran, die ganze Saison, den ganzen Sommer. Wir hegen es, pflegen es, kultivieren es, kümmern uns möglichst liebevoll um unsere Aussaat. Während dieser Zeit kann es uns manchmal vorkommen, als würde es sinnlos sein, als würde sich gar nichts tun, wir nicht vorwärts kommen. Es fehlt die Belohnung, die Dopamine, die Hormone, die dafür sorgen, dass wir jetzt sofort gleich ein Resultat haben. Heutzutage sind wir gewohnt, sofort Ergebnisse zu erzielen und immer direkt gleich eine Antwort zu bekommen in unserer schnelllebigen Zeit, in der alles meist nur ein Smartphone-Klick-Tap entfernt ist. Die Natur macht es vor. Wir säen mit Liebe, Hingabe und sehr viel Sorgfalt unsere Aussaat. Und wir sehen vielleicht alle paar Tage oder jeden Tag ein kleines bisschen. Aber oft wächst das so langsam und so wenig, dass man manchmal meint, da tut sich gar nicht so richtig was. Ja, ganz viele tolle Johannisbeeren. Ich freue mich sehr. Die habe ich aus Nachbars Garten. Wir sitten nämlich dort während der Ferienzeit das Haus bzw. die Tiere, die dort leben. Einen mega süßen Kater und 2 ganz süße Häschen. Und wir durften ernten, was erntebereit ist. Und nun war es Zeit, die Johannisbeeren zu pflücken. Und ein ganz dickes Dankeschön an dich, liebe Michaela, an dieser Stelle nochmal. Ja, genau. Und nun haben wir ganz viele tolle Johannisbeeren. Einige haben wir auch schon direkt vernascht, aber einige werde ich wohl sicherlich einkochen müssen, damit sie nicht verderben. Und da habe ich mich für ein Chutney entschieden, für einen Tomaten-Johannisbeer-Chutney, denn Marmelade, so essen wir super selten, bis wir da irgendwie 1, 2 Gläser aufgegessen hätten, ist schon wieder ein Jahr um. Von daher, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich bin ja so diejenige, die lieber deftig und kräftig ist und nicht so sehr süß. Und ja, das habe ich auch noch nicht versucht. Wird also Premiere, ich nehme euch gerne mit. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann schmeckt und ob ich mit euch das als Inspiration teilen kann. Schauen wir mal. Also, legen wir mal los. Die Zeit der Ernte kommt, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Wir wissen, dass diese Zeit kommt, wir haben Vertrauen darauf. Aber warum fehlt uns dieses Vertrauen, wenn es um unser eigenes Leben geht? Um die Dinge, die wir in uns drinnen kultivieren, säen und züchten. Auch wenn in unserer schnelllebigen Zeit immer wieder sofort schnelle Resultate versprochen werden, ist es dennoch in den meisten Bereichen ein Trugschluss. Dinge brauchen ihre Zeit. Und der Weg dorthin, die Wachstumsphase, ist genauso wichtig und bedeutend wie die Aussaat und die Ernte.
jeden einzelnen Sommertag zu genießen, an dem wir unsere Feldfrüchte, unsere Saat pflegen und hegen. Tut uns gut, entspannt uns, lässt uns wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Da tut sich was. Die Ernte ist da eigentlich dann nur die Festlichkeit am Ende, das Erntedankfest. Auch wir können unser Leben wieder so begreifen, wieder die Natürlichkeit zurückbringen in unser Leben und die Zyklen von Aussaat, Anzucht, Aufzucht, Pflege, letztlich Ernte und das Erntedankfest wieder leben und zelebrieren. Die Ernte ist ein Fest, eine Belohnung, eine Freude, die aber, wie wir wissen, nicht allzu lange anhält, denn recht schnell muss die nächste Saat ausgebracht werden, um die wir uns wieder kümmern. Wir können nicht nur von Ernte zu Ernte leben. Da entgeht uns so viel. Das ganze Leben als ganzen Prozess, von der Aussaat bis zur Ernte, als zyklische Wiederholung zu sehen, zu leben und zu feiern, lässt unser Leben so viel reicher werden. Und auch hier wieder, die Natur macht es uns vor. Wir müssen nur zuhören, achtsam sein und uns wieder rückbesinnen, dass auch wir ein Stück Natur sind und diesen Zyklen unterliegen. Hallo ihr Lieben, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, aber der Himmel ist heute wunderschön blau und rundherum ist es gerade nicht so ganz schön, dass ich mir dachte, wir machen das heute mal so. Ich möchte euch gerne erzählen, was mir in der letzten Woche die Woche verschönert hat und ganz besonders positiv war. Und da muss ich tatsächlich nicht lange überlegen. Es ist mein Wasser. Yay! Ich habe tatsächlich ein Wasserthema, das ich mit mir rumtrage, und das ist ein sehr ausführliches Wasserthema und das würde definitiv den Rahmen dieses Anhangs sprengen. Wenn es euch interessiert, schreibt mich gerne an und ich schaue, ob ich euch dann direkt antworte oder ob ich das zusammenfasse, wenn es mehrere interessieren mag und in welchem Format, wie auch immer. Aber ja, das würde hier den Rahmen sprengen. In jedem Fall beschäftige ich mich schon länger mit dem Thema Wasser. Nicht, weil ich da so große Lust zu habe, sondern weil ja, mein Körper da so Schwierigkeiten mit hat. Und da war ich sehr lange sehr unsicher, was da gut und richtig ist und bin auch noch immer nicht ganz sicher und habe dann auch keine feste Meinung. Aber was ich in jedem Fall sagen kann, ist, dass mein neuer Wasserfilter bzw. meine Wasseraufbereitungsanlage, die ich nun seit 2 Wochen habe, auf jeden Fall meine Woche erleuchtet hat. Es geht mir tatsächlich um einiges besser. Und in der ersten Woche war das so eine schwierigere Sache. Ich brauchte tatsächlich ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich war aber auch krank noch und da kann man ganz oft gar nicht so richtig sagen, was jetzt wie, woher kommt und gut ist oder schlecht ist oder warum. Das ja, muss man da noch gar nicht unbedingt alles analysieren. Aber in dieser Woche sind die Unterschiede schon gigantisch. Ich bin so viel wacher und klarer in meinem Kopf. Ich habe wieder unglaublich viel Unternehmungslust und Lebensfreude und Kraft und dergleichen wieder entdeckt, dass ich, ja, egal zu welcher Tageszeit aufspringen und das Leben genießen mag. Und ich fühle mich so viel vitaler und besser. Und gefühlt steigert sich das von Tag zu Tag. Das ist tatsächlich gerade auch ein kleines bisschen schwierig, weil ich nachts nicht mehr so viel schlafe gerade. Man sieht es an meinen Augenringen, weil einfach so viel Lebensfreude und so viel Vitalität in mir steckt. Natürlich brauche ich den Schlaf, das ist mir schon sehr wohl klar, aber ich habe das Gefühl, mein Körper freut sich gerade einfach unendlich und möchte diese Lebendigkeit auch genießen. Und
Ja, genau. Also total toll, auch wenn ich sehr müde aussehe. Es ist ein ganz neues Lebensgefühl. Und ich bin noch gar nicht da angekommen, tatsächlich nur dieses Wasser zu trinken. Ich werde es noch weiter testen. Ich habe das jetzt auch im Moment tatsächlich noch in der Testphase. Ich habe mich noch nicht komplett dafür entschieden, aber ich muss sagen, dass die letzte Woche schon ein großes Plus auf die Behaltenseite gesetzt hat. Und natürlich werde ich mir aber noch die nächsten 2 Wochen anschauen, wie es mir weiterhin damit geht und das dann nochmal für mich herausfinden, ob das alles wirklich so passt. Aber mir ist auch nochmal klar geworden, natürlich, wie wichtig das Lebensmittel Wasser ist. Das weiß ich eigentlich auch. Ich hatte ja nicht umsonst ein großes Wasserproblem mit mir und meinem Körper vorher. Aber was für große Veränderungen einfach nur das Wasser machen können. Also die Veränderung in meinem Befinden ist gigantisch und das ist schon irgendwie wieder erstaunlich. Also ich bin ein bisschen sprachlos, wie ihr merkt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, auch wenn es nicht immer unbedingt Spaß macht. Zumindest bei mir war es eher eine recht frustrierende Angelegenheit die ganze Zeit über, wo ich versucht habe zu recherchieren und rauszufinden, was nun für mich gut und richtig ist. Ja, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, das hat mir die letzte Woche deutlich verschönert und erleichtert und erhellt. Und ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dich hier nächste Woche. Ansonsten komm mich dazwischen gerne bei Instagram besuchen, lasst uns austauschen. Schreibt mir eure Wünsche, was ihr so hören, sehen wollt, was euch beschäftigt und womit ich euch noch ein bisschen Gutes tun kann. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche hier wieder. Tschüss!